Hi, wir sind hier gerade am Stand von Myferion und ich spreche heute mit Andreas von Irgendwas mit Logistik. Andreas, ich freue mich, dass du bei uns bist. Vielleicht kannst du 2, 3 Sätze kurz zu euch sagen. Ja, ich bin Andreas, mache Irgendwas mit Logistik seit mittlerweile 4 Jahren mit meinen Freunden, würde ich an der Stelle mal ganz flapsig sagen. Und am Ende des Tages ist unsere kreative Spielwiese für Irgendwas mit Logistik eben, ne? Wo wir alles Mögliche ausprobieren, verschiedene Content-Formate, auch inhaltliche Themen bearbeiten. Und das ist so der Kern des Ganzen. Super, das heißt, ihr habt auch einen sehr guten Überblick über den Markt und die Herausforderungen bei den HGVs und der Automatisierung. Wo seht ihr denn so, sag ich mal, die Herausforderungen, aber auch die Potenziale jetzt von der Automatisierung in den nächsten Jahren? Ja. Und was sind das so die Treiber? Ja. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Aspekt in der Automatisierungstechnik ist zurzeit Produktisierung. Ja. Man sieht das an vielen Beispielen, die gut funktionieren und die gute Traktion im Markt haben. Das sind knallharte Produkte. Dieses detaillierte Engineering über lange Phasen, lange Zyklen, bis man erstmal irgendwie einen Wert generiert überhaupt in seinem Lager, vergeht teilweise so viel Zeit, dass sich alles schon wieder geändert hat. Wir sehen ja selber, wie dynamisch irgendwie alles ist. Deswegen finde ich diesen Produktisierungsansatz ist definitiv aus meiner Sicht was man in den nächsten Jahren noch verstärkt sehen wird und wo man drauf schauen soll. Also sprich Trend zu Standardprodukten quasi, die man relativ leicht implementieren kann, anstatt von großen Engineering-Projekten. Aber gleichzeitig natürlich modulare Produkte, ne? Wo du sagst, okay, ich kann die schon für einen Kunden anpassen, aber es ist mehr ein Konfigurationsthema als ein Engineering-Thema und eine Customization. Das macht es am Ende auch Business Case-seitig viel einfacher. Ne? Das ist ja auch ein bisschen unser Ansatz. Wir haben uns ja das Thema Energieversorgung auf die Fahnen geschrieben. Also wir machen die induktiven Ladesysteme und die Batteriesysteme auch in einem modularen Ansatz. Und unser Ziel ist, dass wir, sage ich mal, nur eine Ladeinfrastruktur auch in der Facility haben. Wir sehen, dass es einen Trend gibt zu größeren Anlagen, wo auch Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller sind. Ja. Da ist momentan noch so ein bisschen die Herausforderung, dass die dann auch zusammenarbeiten, sich untereinander unterhalten. Habt ihr da auch Erfahrungen mit solchen Implementierungsprojekten? Ja. Was sind da so die Hürden und Engpässe? Ja. Erstmal glaube ich, seid ihr in einem Markt, der natürlich aktuell super dynamisch ist und fairerweise auch aktuell noch sehr, sehr jung. Deswegen ist es ja jetzt gerade erst so, dass irgendwie erste größere Flotten, die dann auch so Mischflotten sind mit verschiedenen Herstellern, die dann irgendwie über einen agnostischen Flottenmanager irgendwie gesteuert werden müssen. Aber da gibt es Standards, klar, VDA 5050, dieses Wort kennt mittlerweile auch jeder, der in der Branche unterwegs ist. Und jeder sagt sich, ist das eigentlich gut, ist das eigentlich schlecht? Gute Frage, ehrlicherweise scheiden sich die Geister. Ich glaube, Standards haben immer einen großen Vorteil, was Implementierungsgeschwindigkeit angeht. Ja. Aber insbesondere bei Software ist es halt auch oft so, dass du vielleicht auch Mehrwerte verlierst, ne, die du bei einzelnen Fahrzeugen vielleicht hättest. Ja, das stimmt. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Zum einen, wie gesagt, erstmal überhaupt die Flottengrößen zu erreichen, dann die Mischflotten und die dann vernünftig zu steuern und dann, wie gesagt, auch mit der Ladeinfrastruktur, wie du das Beispiel gebracht hast. Ne? Das sehe ich auch als eine große Herausforderung, wo wir jetzt auch ansetzen mit einer Softwarelösung. Da wollen wir mit offenen Schnittstellen arbeiten, die aber ermöglichen, dass eben auch Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller gemeinsam sozusagen auf ein Flottenmanagement zugreifen können, dass man dann auch die Organisation letztlich, welches Fahrzeug geht wann zum Laden. Und dadurch sehen wir halt, dass man A, Flexibilität reinbringt und auch die Zahl letztlich der Infrastruktur oder den Umfang da reduzieren kann. Ich finde das ja grundsätzlich total interessant, ne? Weil ihr macht etwas, wovon die wenigsten wissen, dass man da irgendwie einen Hebel hat überhaupt. Ja. Weil ganz oft ist es so, wenn man in Logistikprojekte geht oder sich ein technisches Gewerk kauft, dann ist so, okay, wie oft laden die? Ja. Ist halt so Gott gegeben, weißt du? Genau, und man hinterfragt das eigentlich gar nicht. Dabei ist da ein super großes Potenzial. Ja. Deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich aus eurer Sicht auch erstmal wichtig ist, dass die Leute das verstehen, dass da ein Hebel ist. Ja. Dass man das steuern kann, ganz aktiv. Und da ist natürlich eine ganz interessante Frage, wer hat denn eigentlich recht? Möchte ich batterieoptimiert manchmal auch agieren oder möchte ich immer Performance getrieben agieren? Ja. Das ist ja ein Spannungsfeld, ne? Das steht sich manchmal gegenüber. Und das sind natürlich interessante Fragestellungen, über die die meisten überhaupt nicht nachdenken. Von daher, wie gesagt, ihr habt ein super junges Produkt, glaube ich, wo super viel Potenzial ist, verstecktes Potenzial teilweise auch. Gerade dieser Punkt, den du ansprichst mit dieser Priorisierung, ich würde jetzt mal vermuten, dass schon in der Regel dann die Performance vorgeht, aber auch das kann ja situationsbedingt sein. Wenn ich jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft bin beispielsweise, da geht es nur darum, die Ware rauszuhauen, aber sage ich mal, in Zeiten, die weniger busy sind, da kann ich dann vielleicht durchaus sagen, jetzt fahre ich das System eher energieoptimiert und in der anderen Zeit eher leistungsoptimiert.
Und gerade die Energiefrage ist ja aus aktuellen politischen Gründen auch nochmal wesentlich relevanter geworden. Energie kostet Geld, aktuell mehr denn je. Ja. Es geht auch um Nachhaltigkeit, das ist ganz klar. Es geht wahrscheinlich, und da seid ihr natürlich die Experten, aber darum, wie langlebig ist so eine Batterie eigentlich, wenn ich sie optimiert lade versus ich mache einfach so, wie es muss. Da gibt es ja viele, viele Hebel, die ihr an der Stelle heben könnt. Ne? Ja, gar nicht leicht, so das zu optimieren, aber zumindest müssen wir mal die Voraussetzungen dafür schaffen. Ja. Super. Und dann, wie siehst du diesen Trend, sag ich mal, durch die ganzen Supply Chain Herausforderungen jetzt aktuell? Beobachtest du auch einen Trend hin wieder mehr zu Local Manufacturing? Ist das ein Thema oder sind die Treiber eher, sag ich mal, Fachkräftemangel oder Effizienzgewinne oder vielleicht Minimierung von Fehlern? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann glaube ich, dass wir und viele in der Branche und viele Lagerbetreiber auch sehr, sehr, sehr reaktiv sind. Und wir sehen jetzt, okay, wir hatten immer gesagt, okay, oder viele haben gesagt, der Business Case ist halt in Südostasien oder sonst irgendwo besser als in Europa zu produzieren beispielsweise oder zu lagern. Jetzt stellt man fest, okay, das ist alles ganz schön kompliziert mit den ganzen Themen, die da so auftauchen können. Jetzt ist man wieder reaktiv, holt alles wieder zurück. Es gibt trotzdem viele Probleme, die wir auch hier haben. Personalverfügbarkeit und so weiter. Davon kann jeder ein Lied singen, der in der Branche unterwegs ist. Was am Ende ja zeigt, wie gehe ich damit um? Ich muss es ja trotzdem irgendwie lösen. Was aus meiner Sicht ehrlicherweise dazu führen wird, dass jetzt holt man es zurück und in ein paar Jahren wird sich das wieder normalisieren und Leute werden sagen, okay, ich gehe wieder weiter und weiter weg, weil ich es muss, weil ich das Personal nicht bekomme, weil ich den Business Case so nicht rechnen kann. Aber vielleicht ist ja Automatisierung auch ein wichtiger Schlüssel auf dem Weg dahin oder ein wichtiger Baustein, dass man sowohl die Personalintensität reduzieren kann und auch, sage ich mal, die Prozesskosten auch wettbewerbsfähiger sein kann. Absolut. Ne? Also es gibt viele Sachen, die Automatisierungstechnik machen kann. Die kann nicht alles lösen. Wir werden natürlich trotzdem Mitarbeiter brauchen. Insbesondere mitarbeitergerechte Arbeitsplätze, ergonomische Optimierung, diese ganzen Geschichten. Weil wenn man ganz ehrlich ist, und das ist halt auch das große Problem der Logistik, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der als Kind gesagt hat, ich möchte gern Kommissionierer werden. Die Leute machen den Job meistens, weil sie es müssen, weil sie Geld brauchen, weil es ein einfacher Job ist und dann gehen sie nach 8 Stunden nach Hause. Wie motiviert man so jemanden, der nicht, wie man das immer schön sagt, in New Work-Themen purpose-driven ist oder sonst irgendwas, sondern jemand, der kommt, der will arbeiten und dann will er nach Hause gehen und dann will er eigentlich mit möglichst wenig Touchpoints zu tun haben. Die identifizieren sich ja im Zweifel nicht so stark mit dem Unternehmen, wie wir das gern in Bürostühlen tun. Und das führt natürlich dazu, dass ich mir überlegen muss, wie kann ich den Job trotzdem attraktiv machen und wie kann ich das wertschätzen. Wie kann ich das wertschätzen, dass diese Tätigkeit gemacht wird. Und das ist Ergonomie, die ich über Automatisierungstechnik beispielsweise natürlich viel besser treiben kann als über manuelle Arbeitsstationen. Ne? Perfekt. Vielleicht, wenn die einfachen Tätigkeiten, sage ich mal, dann auch automatisiert werden können und man hat dann die Prozesse, wo sich einfach die Automatisierung schwer tut, wo wirklich dann der Mensch mit seinen Fähigkeiten zum Einsatz kommt. Ja, absolut. Cool, super, sehr interessant. Vielen Dank für danke für den Besuch und weiterhin eine erfolgreiche Messe dir. Ja, Dieter. Ciao. Alles klar.